Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Die meisten von Ihnen wissen, ich mache noch nie einen Hehl daraus, wie wichtig ich finde, dass der Mensch mit seinem Hund körperlich zusammenpassen sollte. Sie wissen schon, ein eher weniger kräftiger Mensch im Besitz eines äußerst starken Hundes, das geht sich für mich persönlich nicht aus. Ich weiß schon, mit solchen Ansichten stellt man ganz schnell ein Feindbild für Menschen dar, welche der Meinung sind, Hunde sind stets und ausnahmslos über dem Geiste zu lenken. Ist mir klar. Ja. Doch ich habe diesbezüglich schon so viele Dinge gesehen, welche genau Gegenteiliges bewiesen, dass meine Meinung dazu unerschütterlich ist. So ist das nun mal. Für mich sollte einen Hund an der Leine führender Mensch entweder einen kräftetechnischen Vorteil besitzen oder zumindest in der Lage sein, die Energie, die sein Hund über die Leine weitergeben könnte, noch kontrollieren zu können. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass auch hier jetzt protestiert wird, denn es herrscht die Meinung vor, dass es Hunde gibt, welche derart stark sind, dass es selbst der kräftigste Mann nicht schaffen würde, ihn bei Volllast über die Leine zu bändigen. Mag sein, dass ein völlig am Rad drehender 90 Kilo schwerer Hund mit mir abfährt. Das kann leicht sein. Mit mir abfährt, bevor ich den Anker werfen oder die Leine um einen Laternenpfahl binden kann. Möglich, ja. Doch es gibt ja weit schwerere und stärkere Männer als mich, die selbst einen rotierenden 100-Kilo-Hund bremsen könnten. Die gibt es. Ja. Ja, auch wenn sie bei diesem Vorhaben nicht unbedingt elegant aussehen würden. Ja, das gebe ich zu. Doch ich sagte auch schon öfter, dass diese körperliche Voraussetzung für mich nur eine wichtige oder eigentlich die wichtigste Sicherung des Hundeführers ist, denn hauptsächlich anzustreben ist natürlich das Führen über den Geiste. Klare Sache. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn Sie zwar körperlich stark genug für einen Hund sind, aber Ihr Rechner zu langsam für ihn ist? Und genau das sehen wir uns heute mal etwas näher an. Also bis gleich. Es mag vielleicht etwas antik klingen, aber für mich hätte die Zeit ruhig in den 80ern stehen bleiben können. Ja? Musik, Mode, Autos, die allgemeine Lebenseinstellung. Alles war für mich der heutigen Zeit hoch überlegen. Ist nun mal so. Und das Wichtigste, es gab noch kein Internet und keine Handys, so wie wir sie heute kennen. Für mich persönlich zählen diese beiden Dinge zu den katastrophalsten Errungenschaften der Menschheit. Ja, obwohl ich sie selbst ständig nutze, klar. Ja. Doch ich möchte nicht zu weit ausholen, denn schließlich ist das hier ein Hundekanal und nichts anderes. Ja. Anders als in den 80ern kann man sich heute aber als Kynologie-Interessierter genau mittels dieser zwei Dinge, welche ich nicht vermissen würde, enorm viel Informationen einholen. Ja. Wirklich gute Leute da draußen, die Ihnen übers Netz wertvolle Ratschläge, die Hundewelt betreffend, schenken. Ja. Manchmal bleibe ich selbst bei solchen Videos hängen und sehe interessiert zu. Vor kurzem war das erst der Fall. In diesem Video ging es um die Körpersprache des Hundeführers, die optimale Energie, die er zeigen muss, um einen Volltreffer bei seinem Hund zu landen und hauptsächlich darum, alles ruhig durchzuführen. Und genau bei dieser Ruhe liegt häufig das Problem, liebe Zuseher.
Ich sah schon unzählige Videos mit dem Fokus auf die Ruhe des Hundeführers. Die meisten davon geschmückt mit Demonstrationsbeispielen. Und immer wieder sind mir ganz bestimmte Dinge in den Kommentarspalten aufgefallen. Und davon möchte ich Ihnen hier heute kurz erzählen. Ja. Ich habe mir dazu ausgedacht, Ihnen als Beispiel solch ein Demonstrationsvideo zu erfinden, welches genau auf diese Weise so nicht stattgefunden hat, aber stellvertretend für derartige Beiträge stehen soll. Zuvor möchte ich aber unbedingt noch betonen, dass die Ersteller oder der Großteil der Ersteller dieser Trainingsvideos häufig wirklich sehr gute Leute sind und grundsätzlich vollkommen mit ihren Videos recht haben. Doch bei den meisten dieser Videos wird auf eine Sache vergessen. Ich bin aber davon überzeugt, dass das nichts mit fehlender Qualität dieser Hundetrainer zu tun hat. Ich denke eher, für die ist es so selbstverständlich, dass sie einfach vergessen, diese Sache zu erwähnen. Es soll sich also niemand auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich das sage. Ich meine das wirklich nicht böse oder anklagend. Also, dieses Video, welches ich da erfinde für Sie. Darauf sehen Sie einen Hundetrainer, einen Neufundländer, führend. Ihnen wird auf exzellente Art und Weise demonstriert, wie man mittels Körpersprache, optimaler Energie und besonders hervorgekehrter Ruhe mit diesem Hund an der Leine umgeht. Tolles Video, kompetenter Hundeführer, absolut nichts daran auszusetzen. In der Kommentarspalte fällt Ihnen dann folgender Text auf. Ich habe einen Kelpie, sah mir schon alle Ihre Videos an und trainiere exakt auf die Weise, wie Sie das demonstrieren. Bei uns klappt gar nichts. Ich bin schon verzweifelt. Das Ganze könnte natürlich auch sehr gut umgekehrt passen. Sie sehen diesen Trainer, einen Kelpie, führend bei einer exzellenten Demonstration von Körpersprache, optimaler Energie und betonter Ruhe. 100% passend für den Hütehund, den er führt. In der Kommentarspalte lesen Sie dann vom Neufundländer Besitzer, der exakt auf dieselbe Weise trainiert, sich daran aber völlig die Zähne ausbeißt. Liebe Zuseher, so etwas geschieht bei Neulingen häufig. Schauen Sie, heutzutage können Sie sich als frisch Hundeinteressierter fantastische Informationen im Netz holen, sei es auf YouTube oder auch woanders. Und ich finde, dass diese Hunde-YouTuber-Szene generell auch recht gut besetzt ist und untereinander ziemlich friedlich nebenher agiert. Jeder zieht sein Ding durch und von ernstzunehmenden Streitereien oder kritischem Anprangern anderer Kanäle ist mir persönlich nichts bekannt. Wenn es so etwas gibt, dann weiß ich nichts davon. Ich halte mich da raus und respektiere voll und ganz, was die anderen machen. Schauen Sie, Sie als Zuschauer müssen schlussendlich selbst entscheiden, welchen Kanal oder welche Kanäle Sie besuchen. Klare Sache. Jeder hat seinen eigenen Stil, jeder fährt sein spezielles Programm. Einer ein spezielleres, ein anderer ein weniger spezielles. Doch ich rate Ihnen, lesen Sie immer zwischen den Zeilen. Ruhiges, besonnenes Agieren beim Trainieren mit dem Hund ist auch für mich eine essentielle Sache. Doch in den seltensten Fällen wird Ihnen bei solchen Demonstrationsvideos davon erzählt, wie wichtig es ist, diese Ruhe, von der man so häufig zu hören bekommt, an das natürliche Tempo Ihres Hundes anzupassen oder zu berücksichtigen. Hört sich kompliziert an, oder? Ist es nicht. Ich gebe Ihnen jetzt einige Beispiele.
Wenn Sie sich als frisch gebackener Hundebesitzer ausgerüstet mit einem Kelpie, Schwyz, wenn Sie dabei sind, Ihren Horizont zum Thema Hund führen, Hund trainieren zu erweitern und auf das Video stoßen, in welchem der Hundetrainer seinen Neufundländer wirklich vorbildhaft präsentiert, ja, seine Körperhaltung und seine Ausstrahlung und die häufig sehr betonte begleitende Ruhe bei dem Ganzen optimal an das natürliche Tempo eines typischen Neufundländers angepasst hat. Und Sie sich denken, exakt so mache ich das mit meinen Kelpie auch. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie für Ihren australischen Wirbelwind viel zu langsam agieren und Ihnen Ihr Hund beim Trainieren geistig immer einige Schritte voraus ist. Das ist sehr wahrscheinlich. Daraus resultiert ein gordischer Knoten, der Sie dann verzweifeln lässt. Klare Sache. Wenn ich Besitzer eines Hundes bin, dessen Bewegungs-Sweet Spot bei etwa 3500 Umdrehungen pro Minute liegt, wird es sehr häufig haken, wenn ich ihn ständig mit nur 1500 Umdrehungen pro Minute trainieren möchte. Umgekehrt wird Ihrem Neufundländer schwindlig werden, wenn Sie ihn mit optimalen Kelpie-Tempo trainieren wollen. Ganz sicher, das wird er nicht lange mitmachen. Was hat das alles jetzt mit dieser in diesem Video betonten und von mir so betonten Ruhe zu tun? Ja, kann ich auch bei höherem Tempo mit dem Kelpie ruhig bleiben? Selbstverständlich können Sie das. Geschwindigkeit und gleichzeitiges Ausschalten von Hektik bei Beibehaltung von geistiger Ruhe ist absolut kein Widerspruch, liebe Zuseher. Um Ihnen das noch besser verdeutlichen zu können, gebe ich Ihnen nun ein Beispiel, welches sich etwas weiter außerhalb der Kynologie bewegt, trotzdem sehr gut erklären könnte, wie ich das meine. Ja, seit Kindheit betreibe und liebe ich den Kampfsport, eine Sache, die mir schon immer gefallen hat und die ich so lange tun werde, solange mein Körper es mir erlaubt. Ja. Bei Neulingen ist mir immer besonders aufgefallen, dass sie eine gewisse Sache überfällt, sobald sie das erste Mal die Matte oder den Ring zum Zweikampf betreten. Und das ist die Hektik. Ja. Man verliert die Übersicht, vergisst einen Großteil der Technik und hat zumeist sehr schnell keine Luft mehr. Ja. Man ist sehr schnell out of gas. Und während man davor noch dachte, man hätte es drauf, ja, erkennt man währenddessen schon, dass das noch längere Zeit nicht der Fall sein wird. Und genau deswegen hören Sie in den Dojos so häufig den Satz, ruhig, ruhig, bleib ruhig. Mit den Jahren des Trainings verinnerlichen Sie diese notwendige Ruhe. Obwohl Sie sich im Ring oder auf der Matte in einer Situation wiederfinden, in welcher alles häufig wahnsinnig schnell und intensiv abläuft. Und Ihr Gegenüber ist schnell, Sie sind schnell und trotzdem bewahren Sie innere Ruhe. Sie atmen richtig, haben stets geistigen Zugriff auf Ihr gesamtes Technikarsenal und zumeist die richtige Aktion oder Reaktion parat. Und egal, ob Ihr Gegner sehr groß, schwer und etwas langsamer ist oder kleiner, leichter und sehr flink ist, Ihre Ruhe bleibt immer gleich, nur Ihr Körpertempo passt sich an. Sparte ich mit Schwergewichtlern, hatte ich für Aktionen oder Reaktionen weit mehr Zeit als beim Sparren mit 65 Kilo oder 70 Kilo Leuten. Hier musste ich immer schnell auf den Beinen sein, doch meine geistige Ruhe blieb immer gleich. Die wurde immer nur ans Tempo angepasst. Verstehen Sie, was ich damit meine? Es gibt Hunderassen, denen man zugleich hohe geistige wie auch körperliche Geschwindigkeit nachsagt. Der Catahoula Leopard Dog wäre solch eine Rasse. Häufig sagt man, als Besitzer eines Leoparden sollte man geistig sehr schnell sein, da dieser Hund Ihnen sonst sehr leicht den Kopf einen Schritt voraus ist, während Sie noch dabei sind, vorherigen abzuarbeiten. Ist so.
Hier kann natürlich schnell mal Hektik aufkommen, die Ruhe über Bord geworfen werden. Wenn Sie im Kopf für das natürliche Tempo des Hundes zu langsam sind, kann das geschehen. Ja. Sind Sie allerdings geistig schnell genug für den Stolz von Louisiana, können Sie trotzdem ruhig bleiben dabei. Jetzt könnte man natürlich einwenden, halt, so ist das nicht, lieber Dog Special, denn ich als Hundeführer bestimme das Tempo. Und grundsätzlich haben Sie schon recht damit. Ja? Also das möchte ich gar nicht abstreiten. Doch ich garantiere Ihnen, dass weder Sie noch Ihr Kelpie lange Freude miteinander haben werden, wenn Sie die Sache mit dem Hundetrainer und dem Neufundländer im allgemeinen Tempo 1:1 kopieren wollen. Ja? Also das garantiere ich Ihnen. Schauen Sie, als guter Hundeführer müssen Sie immer dazu bereit sein, sich an Ihren Hund anzupassen. Wenn Sie im Besitz eines Hundes sind, der als typischer Rassevertreter Feuer im Arsch vorweist, dann kann es nicht Ihr Ziel sein, ständig mit angezogener Handbremse zu agieren. Ganz sicher nicht. Das bedeutet nicht, dass Sie ständig mit Ihrem Hund auf der Flucht sein müssen. Sicher nicht. Da verstehen Sie mich falsch. Aber dem charakterlichen Wohle Ihres Hundes zuliebe sollten Sie Ihr Einwirken auf ihn an sein natürliches Tempo anpassen. Ist das grundsätzlich ein schneller Hund, dann sollten auch Sie etwas schneller sein, geistig und körperlich. Ja. Bei Beibehaltung dieser essentiellen Ruhe, sonst hakt das Ganze. Klare Sache. Ja. Ist Ihr Hund von langsamerer Natur, dann nehmen Sie sich nicht am Platz arbeitende Malinois als Vorbild, denn dann wird Ihr Hund im Regelfall absolut und schnell hinschmeißen. Ebenfalls klare Sache. Ihre Ruhe sollte immer die gleiche bleiben. Keine geistige Hektik beim schnellen Hund, nicht einschlafen beim langsameren. Körpertempo, Aktionen und Reaktion an den Geschwindigkeit, ich wiederhole mich, Sweet Spot Ihres Hundes anpassen. Aber die Ruhe, die bleibt immer die gleiche. Ne? Wenn Sie das umsetzen, liebe Zuseher, und als wichtige Sicherung zusätzlich noch die optimalen körperlichen Voraussetzungen als Halter Ihres Hundes mitbringen, dann ist das super spitze, möchte ich meinen. Ja. Nun, weshalb erzähle ich Ihnen das alles immer? Wissen Sie, wir haben jetzt Anfang April und ich selbst wurde in diesem noch jungen Jahr schon etwa 10-mal gefragt, ob ich bei der Vermittlung von Hunden helfen könnte. Mir tun diese armen Nasen immer so verdammt leid. Die tun mir immer so wahnsinnig leid. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Ja. Ich singe Ihnen immer die Ohren voll mit meinen Videos, weil ich damit versuche, dem einen oder anderen Hund damit solch ein Schicksal zu ersparen. Ganz einfach. Nicht mehr und nicht weniger. So ist das. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.